Ups! Das wollte ich nur aber nicht, Leute. Das war der Sturm. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde What Remains of Edith Finch hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer viel Spaß beim Anschauen. Mit diesem etwas gruseligen Kinderzimmer. Aber fast schon eher ein Krankenzimmer. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Ah, geil. Rack, rack. Hui. Hui. Guck mal, die Ente bewegt sich mit. Yay, das macht Spaß, das mache ich den ganzen Tag. Hey, mein Frosch. Hui, das ist ja doch viel witziger. Yay, hier mit dem Ball. Hey. Hold on, sweetie. Ich will noch spielen. Alles klar, dankeschön. Bisschen Privatsphäre hier. Hui. Sam, I told you I don't want to talk right now. Hui. Juhu. Juhu. Hui. Wie geil. Mehr davon bitte. Boing. It reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Yeah. So will ich das sehen, Leute. Ich will, dass was passiert, wenn ich Knöpfe drücke. Ego. Komm, wir haben nur noch Ego da stehen. Sehr schön. Was steht da unten? Müssen wir die ganzen Buchstaben da abmachen? Okay, wir mussten den Wal umdrehen. Ja! Double Combo! Woo! Achievement freigeschaltet! Gregory! Auf den Wal wieder rauf? Boing! Hui! Ach so! Wow! I know how silly it sounds. Yay! But I worried about a baby being too happy. I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything. Hey! Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Ich hab noch ein bisschen Wasser. To hear this. Komm, weiter geht's. Ah. I wish you could have told us. Juhu, weiter geht's, Leute. Yay! Meine Arschbombe. There's so much I don't understand about Gregory. About everything. So ertrank Gregory in der Badewanne, Leute. Oh Mann.
Oh, da ist der Wal, Leute. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. Ich bin mit sicher jetzt glücklich, ja. And he'd want you to be happy too. Okay, das ist Love, Sam. der erste, der nicht an Dummheit gestorben ist, aber er war auch echt zu jung dafür. Oh Mann, der arme Gregory. Ein Jahr alt. Man muss seinen Tod so lustig darstellen. Respekt! I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Yes. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Nicht zu schnell wegmachen den Text, den sonst ja noch lesen kann. Hui. Was für ein Spaß hier, Leute. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Auch mit der Musik dazu, es ist alles so wundervoll gemacht hier. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Der Todespaar der Familie. Wow. Schwerer Unfall, Leute, schwerer Unfall. Wo ist der andere Text? Also hier, den Pfahl hoch, alles klar. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Da, den da. Hier werden keine Fotos gemacht. Fotografier mal geilen Drachen. Hey. Oh, der war auch ganz gut. Wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Ja, im Zelt seid ihr immer sicher vor Sturm, Leute. Das kann überhaupt nicht wegwehen. So, jetzt nehmen wir mal die ganzen Möbel hier mit. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Es ist so cool, Leute. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Yeah, wow. Da ist noch was. Ich will alles. Oh yeah. Ups. Das wollte ich nur aber nicht, Leute. Das war der Sturm. Ich habe damit nichts zu tun. Guckt euch das an hier. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. Jetzt habe ich ja mal But I wieder gut didn't. hingekriegt. Until we found you. Ja, She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Leute,
Was soll ich sagen? Meine Vermutung bestätigt sich immer mehr. Es gibt keinen Familienfluch. Diese Familie ist außerordentlich dumm. Ja, beim Sturm da mit dem Drachen rausziehen, nicht auf die Leute hören, vom Blitz erschlagen werden oder vom Sturm getötet werden, ist alles von einem Zug überfahren werden. Bis jetzt waren die alle selber schuld, mehr oder weniger. Es gab nicht einen wirklich tragischen Unfall, sondern einfach nur, ja, Dummheit ist es auch nicht immer gewesen, aber zumindest Unachtsamkeit, ne? Ja, aber das war jetzt auch noch die Geschichte von Gus. Ist das Buch schwer. So. Der ist auch nicht so alt geworden. 13. Ah. Free Climbing Wall nach oben. My mom moved up to the loft after her brothers died. Und die Mutti ist ja auch immer über diese Free At the Climbing Wall da time, it hoch. was as far away as she could get. Eine Holy Bible, was da jetzt drin ist. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Okay, nix. Ausnahmsweise mal ein Buch, in dem nicht irgendein Schalter drin ist Can't oder so. imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. Dann ist mal ein Oldschool-Rechner. Hat er Münzeinwurf oder was? Ist hier eine Stunde einen Euro reinschmeißen. Liegt nach Indien. Okay. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay ist auch so My ein mom moved to India Klischeename, a ne? week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Okay, ich fühle mich hier nicht so sicher. Da When geht's my nicht dad von. died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Das Haus hätte nicht vergrößert werden müssen, hätte man mal die Zimmer von den toten Leuten wieder freigegeben. And for a while, things were good. Almost normal. Ob man hier irgendwo von Normalität sprechen kann. But it didn't last. Oh, der sieht schon richtig modern aus hier. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Milton nimmt hier ganz schön viel Platz ein, habe ich den Eindruck.
Ich will auf gar keinen Fall da oben wohnen. Ich meine, irgendwie ist es cool, aber ich will da nicht wohnen, nein. Hier geht doch klar. Macht irgendwie einen soliden Eindruck. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ja, wo muss man ja anfangen? Hier hat King Milton gelebt. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Der Zauberpinsel. Ja, cool, so ein Pinsel braucht man wohl. Okay, das war das Ende von Milton. I was 4 when Milton disappeared. Mehr wurde nie wieder gesehen. Muss man nicht eigentlich nur die Tür aufmachen? Echt strange Sachen, die hier passieren, ey. Eigentlich war auch das wieder ein Fall von Dummheit. Obwohl ich auch wahrscheinlich damit, nicht damit gerechnet hätte, wenn ich so einen Mom Pinsel spent finde, months searching for my brother. Then she sealed the doors. dass dann die Tür nicht mehr aufgeht, die ich gemalt habe. Wenn sie einmal zu ist. Aber er konnte ja auch keine Klinke von hinten aufmalen. Das heißt, ja, zu. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Okay. Ja, alles wird weggeschlossen, was sie nicht mehr sehen will. Was ich hier aber langsam den Eindruck habe, ist hier, dass ich an Eddie vorbeigerannt bin. Weil wir arbeiten uns mit dem Haus anscheinend, je weiter wir hochgehen im Haus, desto höher sind auch die Figuren hier. Und alles wird natürlich mit uns enden, mit Edith. Ja, wir sind jetzt hier bei Milton, ganz oben. Ja, mal gucken. Es kriegt ja aus mir nicht mehr raus, ey. Ich will mit Shift laufen. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Es wäre auch fast schon so ein typisches No-Commentary-Spiel. Die einfach noch so ein Boot mit eingebaut haben. Stell dir mal vor, das ist der Weg in euer Schlafzimmer. In eurem Wohnraum. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on.
Was können die? Schöne Shisha hier. Die coolen Gore-Bilder. Na, was haben wir da hier in der Schale? Sieht schwer verdächtig aus, Leute. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Ja, war zu schlecht, ne? The Wonderland Turbo. Sehr nice, ey. Wonderland Turbo. Cooler Name für die Konsole. Aber der hat ein gutes Diplom an der Highschool gemacht. Auch wenn er sich hier gerne mal einen gönnt. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. I work hard for no In our money. sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Ich glaube, ist kein Fisch mehr da. Ich muss irgendwas abschneiden. Schneid mir den Arm ab. wander. Hä? I asked him to describe it. Okay, jetzt muss ich hier beides synchron machen. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Ja, okay, das mit dem Fisch macht man echt nebenbei. Ich kann mich hier voll auf das Labyrinth konzentrieren. Bats. Ah, Fledermäuse! Dinosaurier. And things that have not names. Ja, ein bisschen Fisch aufholen hier. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find Krasses Spiel, himself. Leute. But he found something more. Ja, bei so einem Job schaltet man doch auf jeden Fall auch ab. Geistig. Daydreaming at the cannery. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky hier, der Part. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. Ja, gleich sind wir ganz aus der Fabrik raus. Dann gibt's für uns nur noch hier unsere He told me Traumwelt. he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil da komme ich ein bisschen Built the durcheinander. city up slowly, brick by brick. Then he made musicians.
Oh, ich habe mal in bei einer Zeitarbeitsfirma in so einem Sortierwerk für Altglas gearbeitet, an so einem Fließband. Das war genau so eine Arbeit hier. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Er war immer der Fisch damit bei. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. Hey, Bürgermeister, And he Mann. won. Super Mario. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. Ja, ich bin der Herrscher dieser Welt. He started drifting away from our reality. Muss ich ja noch so einen Slalom fahren. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich dagegen knalle. Minneapolis. Ich glaube nichts. Until one day he forgot to go home from the cannery. Mehr Fisch. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Das fuchtelt denn da so dumm rum. Nee, ich will mehr He Fisch. heard rumors of a handsome queen. Okay, da kann man sich noch entscheiden, ob er schwul ist oder nicht. Okay. Man hat hier die Wahl. Wir haben damals schon gut aufs Gendern geachtet. The queen was on her own quest for Finstere Schlangen. Da wir mal finstere Schlangen. sinister serpents. He followed the sound of her Ja, eine schöne Silberharfe. silver harp. Ein bisschen lang die Sequenz. Das wird langsam echt His schäbig hier chase mit den led him to a Fischen. golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Ihr seht schon. Die ganze He knew Fabrik the ist schon world weg. was all in his imagination. Ihr seid im Bild, ihr dummen Fische. But he Ah. was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Also für eine Fantasiewelt erschaffen war da. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Okay. Jetzt hält er seine My Wahnvorstellung für imagination is Realität. as real as my body, he told me. It was hard to argue with him.
Das ist die Realität, mein Bester. So sieht dein Leben aus, Luis. Das ist mein Spiel. Mit dem Nintendo DS. Für die Frühstückspause. He began to forget the world we know. Huldigt King Louis. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. Aber das ist mein Tageswerk, Leute. He began to despise the man with a royal contempt. Finch. Wir schleichen uns an uns selber ran? Jo, wie das, wenn du mal einen Fisch nimmst? Ja, du machst I das schon. still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Sehr freut. Na, hallo. Leute, warum kniet ihr nicht? Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Ey, pass auf, wo du damit hinfuchtelst. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Das ist aber eine mächtige Königin. Egal, jeder worauf er Bock hat, ne? Bend down his head. Leute, das ist eine Guillotine, ich sehe das doch. Ich bin doch nicht bekloppt. Nein, danke. Ich gehe wieder. Ich will mal der Erste sein, der überlebt hier. Nein, Leute, das ist mir zu anstrengend. Ich gehe. Kein Bock, den ganzen Weg wieder zuzugehen. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Okay. My brother was really cool. I wish you could have met him. Also er hat sich selbst den Kopf abgehackt in dieser Fischanlage. Sein wirkliches Leben anscheinend zu trist war. Ja, da wird hier aber schon wieder der Frame ganz schön kacke gelegt, ey. Das ist ja von mir jetzt würden hier Kiffer dazu neigen, also Leute, die ab und zu mal einen Joint rauchen oder so, dazu neigen, sich die Köpfe abhacken zu lassen oder so. Oder nicht in der Realität zu stehen. Das ist natürlich völliges Klischee-Denken. Habe ich aber noch eine Tür gesehen.
On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Okay, hätte keinen Unterschied gemacht. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Man kann auch nichts mehr ranbauen ans Haus, da musst du einfach umziehen. Wenn so viele Leute sterben. Also es ist schon eine bedrückende My Stimmung mom ended up teilweise. leaving everything behind. Es wird hauptsächlich aber auch durch die Musik hervorgebracht. Dieses leise Klimpern im Hintergrund und so, das macht immer ein bisschen melancholisch und so. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Der Verdacht spitzt sich zu, dass ich an irgendwas vorbeigelaufen bin. An Eddie. Das wäre echt schade. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Ich zeige euch natürlich immer gerne die kompletten Spiele, aber Mensch, das ist ein Blind Playthrough. Ja, habt ihr noch einen Grund mehr, das auch nochmal selber zu spielen. Ich kann das Spiel bis jetzt nur wärmstens empfehlen. Auch wenn ich ja eigentlich eher nicht so der Typ für diese Slow-Burner-Games bin, aber das hier ist richtig gut. Ich finde das auch besser als Martha's Dead. Viel kreativer. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Okay, ich bin entschuldigt. Jetzt bin ich wieder Edith. Man weiß ja hier nie, wie man spielt. Mensch, ich weiß nicht, lass die alten Leute doch the power had feiern. been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Ich weiß, ich finde das albern. Ich habe ja auch mal im Altenheim gearbeitet. Ich hatte schon so viele Jobs in meinem Leben. In der Küche hatte ich dort gearbeitet, den Leuten Essen gemacht und Kaffee gekocht und so. Und da war auch so ein Typ, der wollte immer gerne ein Bierchen trinken. Der war irgendwie auch schon 70 oder 80, ist sein Leben lang zur See gefahren, haben sie ihn einfach nicht gegönnt, ne? Und gesagt, nein, sie sind hier, sie ist eine Pflegeeinrichtung, sie müssen gesund werden, jetzt, ich komme hier eh nie wieder raus, so scheiß doch drauf, so, aber dann nicht gekriegt, ne? Ja, die Pflegepersonal hat ein Bierchen mitgebracht, ich habe mich das irgendwie nicht getraut, wie gesagt, nur Hilfskraft da. Rückwirkend betrachtet hätte ich das doch einfach mal durchziehen sollen. Den Typen einfach eine Freude machen. When my mom sailed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Okay, Edie hat einen Schlüssel dazu. Da drinnen. Hier waren wir auch, glaube ich, schon mal. Ja, hier brennen natürlich auch schon die ganze Zeit Kerzen. Eigentlich haben sie die ganze Zeit darauf geachtet, dass das immer elektrisches Licht ist.
mit Solarleuchten und sowas, aber hier Kerzen. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Wir können dann die Geschichten dafür verantwortlich sein. Wir haben doch die Todesszenen gesehen. I think it's best if Edith and I leave tonight. Das ist der Froschen. Hage, der Froschen hier. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Okay. That night, the tide went way, way out. Soll ich hoch zum Haus? Soll ich gehe zum Strand? Ja, nee, immer dahin, wo die Schrift ist. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Aber jetzt kann man mal hingehen. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Na, ich muss nur W gedrückt halten. Ich gehe auf jeden Fall geradeaus. I got turned around. Bin ich da? For a while, I wandered. Er ist ja auch eine ganz schön miese Action, ne? Bist du mitten im I Wattenmeer started seeing things. und dann zieht so Nebel auf und du verläufst dich einfach und du weißt, irgendwann kommt die Flut, irgendwann kommt die Flut und dann bist du tot, auf jeden Fall. Things I'd forgotten had ever existed. Wie dieser Stein hier. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Das ist der ganze Or Scheiß aus dem maybe Haus. I came back to them. Seht ihr? Immer nur W gedrückt halten. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. Ja, schön, wie das auch noch so Buchstaben sind. My mom didn't like to talk about it.
but she started getting sick a lot. Hey! Rest happened pretty quickly. Oh Mann, eigentlich darf man die gar nicht lachen, das ist gerade voll traurig. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Jetzt muss ich wieder was machen, ja. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. Das wird sie wie ihre I just Mutter. want to meet you and tell you all these stories myself. Ach so, deswegen ja I alles klar. guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Ach, das ist der werden wir jetzt, ist das die Geburt unserer Tochter jetzt gerade? Das ist der This is where Geburtskanal? your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Wie ist sie jetzt gestorben? Dieses Haus, ey, das macht mich echt fertig. Ach, das war's. Eine Geschichte von Giant Sparrow. Shirley Dallas. Hat natürlich ein bisschen länger gelebt. Ian Dallas. Creative Director. Das ist seiner Oma gewidmet oder so. Mit seiner Mutter. Ja, leider bleibt ungeklärt, was mit der Oma, mit der Urgroßmutter passiert ist. Den Eintrag habe ich leider nicht gekriegt. Ich weiß ja, ob meine Theorie gestimmt hat, dass ich da irgendwo relativ am Anfang dran vorbeigerannt bin. Aber ich glaube schon. Wir haben die unteren Einträge alle in den ersten Videos gekriegt, die oberen Einträge alle in den letzten Videos. Und der Eintrag für Edith selber fehlte natürlich noch. Da stand ja auch nur, wann sie geboren war, aber nicht, wann sie gestorben ist. Ich weiß nicht, ob man da noch ein Datum reinballern kann. Ob man dafür auch noch was kriegt. Vielleicht kommt jetzt aber auch noch was Post-Credit-mäßig. Wurde ja auch gerade noch mal gespeichert. Also, ich fand das Spiel auf jeden Fall super. Kriegen wir auf jeden Fall nochmal ein Achievement. Danke, Johan. War ein sehr geiles Storytelling. Sehr kreative Elemente drin. Aber wenn ich so der Freund von den Slowburner-Spielen bin, das hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, hatte ich auch, glaube ich, noch mal im Video erwähnt gehabt schon mal. Coole Geschichte, krasses Voice-Acting. Man hätte ein, zwei Sachen vielleicht etwas kürzer gestalten können. Aber das Spiel ist schon so nicht so lang. Das ist alles in Ordnung. Sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Ich kann es nur jedem empfehlen, das auch noch mal zu spielen. Auch wenn es jetzt nicht so der krasse Horrortitel war. Es waren ein paar bedrückende Elemente drin, die das durchaus auch rechtfertigen, dass ich das hier hochlade. Aber natürlich würde niemand sagen, dass es ein Horrorgame war. Es war halt auch nicht gruselig oder so. Ja, das Baby.
Melissa Fass. Ja, jetzt kann man hier nochmal alles auf sich wirken lassen. Ja, das letzte Video ist jetzt noch mal ein bisschen länger geworden. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz drauf geachtet. Aber, meine Güte. Dann ist es halt mal so. Egal, jetzt guckt das hier mal doch in Ruhe zu Ende. Ich muss jetzt hier nicht die ganze Zeit reinquatschen. Meine Empfehlung hat das Spiel. Ich verabschiede mich hier schon mal an dieser Stelle. Wenn das Intro vorbei ist, bin ich auch raus. Ne? Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ne? Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann, alles Gute. Ciao. Ja, das Mikro noch an. Komme ich doch noch mal ins Bild. Wir sehen jetzt auch, dass wir tatsächlich Idi gefunden haben. Also das ist die Geschichte von Idi. Jetzt sieht man es ja, da unten ist es eingetragen. Also ist es doch das letzte Ding nochmal gewesen. Finde ich aber merkwürdig. Wir haben nicht, für den restlichen Leute haben wir immer irgendwie eine Todesszene gekriegt. Aber bei der Oma weiß man, bei der Uroma weiß man einfach nicht, was passiert ist. Der Wagen vom Altersheim fuhr vor. Sie war nicht da. Und bei dem Hauptcharakter, den wir hier gespielt haben, bei Edith Junior, haben wir keinen Todestag oder sowas. Also ich bin mir natürlich habe ich nicht alles gefunden, ne? Ja, aber dann wollte ich nochmal festgehalten haben, Idi haben wir. So, damit war es das wirklich.